Nicht mehr viele Rennen, dann ist auch die nächste Saison hier in unserer Road to Glory vorbei. Wir sind dann gekommen in Japan. Strecke mit den meisten Kurven gefühlt. Lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Im Training habe ich so ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt hoffe ich, dass ich im Qualifying hier besser durchkomme, dass ich eine vordere Platzierung erreiche. Ich glaube, den Weltmeistertitel, den können wir uns so langsam abschminken. Auch rechnerisch, auch von der Leistung her. Wir sind ja quasi dritt- oder viertschlechtestes Team. Wir sind sogar hinter Alfa Romeo jetzt gerutscht. Alpine ist auch noch vor uns. Also das ist ganz, ganz schwer. Und daran sieht man halt auch die kleineren Teams, wenn die Upgrades kriegen und wir halt nicht, was die dann in der Lage sind, imstande sind zu leisten. Und die anderen vorne, gut, Mercedes, Red Bull, Ferrari, die ziehen halt immer weiter weg. Also ich weiß nicht, wo das hier noch hinführt. Wenn dann mal die Upgrades endlich wieder gehen, wenn ich wieder upgraden darf, irgendwann dann in der nächsten Saison. Weil zurzeit farme ich Ressourcenpunkte. Wie verrückt. Seit Saisonbeginn an. Wie ein Verrückter. Oh, warte mal. Das war jetzt nicht gut genommen hier. Letzte Kurve. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Platz 9, ja, damit wäre ich zufrieden. Ist zwar nicht ideal. Aber ich sag mal so, mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist das schon okay. Muss vielleicht ein bisschen tiefer stapeln. 8. Platz, 7. Platz. Vielleicht ist immer wieder so eine Stelle, wo wir ein bisschen Zeit gut machen können. Hinter Leclerc. Bislang 3. Platz. Jetzt hier nochmal gut rauskommen. Dann könnte das eine vordere Platzierung geben. 5., 6. Platz. Ist okay. Damit bin ich zufrieden. Da kann man mit arbeiten. Super Platzierung. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Leclerc, Verstappen und Lando Norris. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Auch interessant, dass Mercedes diesmal gar nicht so gut abgeschnitten hat wie in den letzten Rennen. Und guck mal, Alpha, die in dem Leistungsvergleich, ich glaube, vor uns sind, oder Alpine sogar. Gut, Alpine, die sind ja hier mit Schumacher und Albon, aber Alfa Romeo, die sind hinten. Da frage ich mich, was dieser Leistungsvergleich soll. Naja, also ich bin gespannt aufs Rennen. Auf geht's. Wie mogeln wir uns jetzt am besten vorbei an den 5 Autos, die vor uns sind, und wie halten wir die hinter uns so ein bisschen im Schach, zumindest in der ersten Kurve. Guter Start eigentlich. An Perez schon mal vorbei, aber der holt sich den Platz gleich wieder. Jetzt ist halt interessant hier in der ersten Kurve. Achtung. Vielleicht kann ich hier nochmal reinpreschen hinter Norris. Ja, Sainz ein bisschen abgedrängt. Da kommt der Perez auch noch mit vorbei. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Ein paar mehr Plätze hätte ich gerne noch gut gemacht, aber ich will ja hier erstmal klein anfangen. Bisschen kleine Brötchen backen und jetzt schauen, was nach vorne hingeht. An Norris, an Verstappen und an Leclerc. Ganz, ganz wild hier schon. Die Hälfte des Rasens wieder mitgenommen. Hier kann man nämlich eigentlich auch schwer überholen. Also bis auf die eine, oh, Sainz versucht es außen. Bis auf die eine etwas längere Gerade jetzt, die wir haben, ist eigentlich hier wenig Platz auch zum Überholen. Und ob ich irgendwo Zeit gewinne und Boden gut mache, weiß ich halt jetzt auch noch nicht. Das muss ich jetzt mal beobachten. Also hier zum Beispiel wird die KI ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Und jetzt gleich nach diesen 2 Linkskurven hier auch. So war mein Eindruck, ehrlich gesagt. So, Achtung, nicht drehen. Ganz gefährlicher Curb. So, und dann mit Vollgas. Sergio Perez im Nacken. Der wird es versuchen, aber der schafft es nicht. Guck mal, ich habe schon mein Einsatzlimit erreicht. Der kommt nicht vorbei. Hat natürlich nicht zu heißen. Vielleicht ist hier so eine kleine Stelle, wo ich ein bisschen Zeit gewinne. Oder den Abstand wahren kann. Und dann geht es halt jetzt wieder hier auf Start und Ziel. So, ab jetzt erst, ne? Nicht ab der ersten Runde, ab jetzt erst. Achtung, Sergio Perez kommt, will den Windschatten, der will doch nicht extra. Ey, das gibt's doch nicht. Innen vorbei. Aber das ist doch gar kein Platz. Der rempelt mich hier an, da ist doch gar kein Platz, Junge. Ich habe mich schon gewundert, warum zieht er innen rein? Warum zieht er nicht nach außen und versucht mich da zu überholen? Na gut, soll mir recht sein. Wenn das so probiert, wir haben ein bisschen Vorsprung. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Der muss sich jetzt mit Russell da beschäftigen. Schade, und das ärgert mich halt immer noch. Es wäre so viel drin gewesen, locker. Wenn wir einfach diese Upgrades vielleicht gesaved hätten in der vorletzten Saison. Oder in der letzten Saison. Weil so Teams wie Alpha, die holen auf.
Mit denen sind wir beim Leistungsvergleich genau auf einer Höhe, aber ihr seht ja, in den Platzierungen sind wir immer weit vor denen. Dazu kommt noch Alpine, gut, die sind uns auch einige Male schon im Nacken gewesen. Aber man müsste halt mal ein bisschen detaillierter auf diese Bereiche gucken, wo wir wirklich schlechter sind als die anderen. Aber das kann ich zurzeit nicht, weil ich halt leider nichts habe, das ich upgraden kann. Deswegen kann ich auch nicht auf den Leistungsvergleich gucken. Ich bin wirklich gespannt. Ich erhoffe mir immer vor jedem Rennen, dass irgendwie eine positive Nachricht kommt. So von wegen, ey, save mal deine Teile. Dann könnte ich, glaube ich, gefühlt alle Teile saven. Mit meinen über 30.000 Ressourcenpunkten. So. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ja, das wird jetzt bislang noch schwierig werden. Es sei denn, ich schaffe irgendwas nach vorne. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Das ist doch gut. Hier die Kurven am Anfang, da muss ich halt auch ein bisschen mehr hier mit Risiko, ein bisschen mehr Mut durchfahren und einfach ein bisschen drüber fahren. Auch gar nicht auf die Bremse gehen, da muss man sich halt eingrooven. So, und schon habe ich fast 2 Sekunden rausgefahren. Und bin auf 1,2 ran, Achtung. Aber für mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Und Norris, der hält sich da immer noch wacker. Wichtig ist auch vor Hamilton. Der ist ja mein neuer Konkurrent. Dass wir zumindest, ja, die goldene Ananas da gewinnen. Irgendwie noch. So, hier brauche ich eigentlich auch nicht auf die Bremse gehen. Hier kann man auch nur vom Gas gehen. Also die Bremse im Prinzip hier bräuchtest du eigentlich gar nicht. Nur am Anfang vielleicht. Und in den letzten beiden Kurven. Ansonsten könntest du eigentlich... Es scheint, er hat ein Problem. Aha, Leclerc hat ein Problem. Das gibt's ja nicht. Das heißt, wir sind gleich Dritter. Ja, Leclerc, der wird irgendwie überraschend langsamer. Guck mal, wie nah wir schon vorne dran sind und wie wir jetzt mit DRS noch weiter rankommen. Und der Perez, guck mal, 3 Sekunden schon hinter. Wir nähern uns der Box. Schnellste Rennrunde, 1,30, Weiterfahren. 3,25. Aber anscheinend hat er gar kein Problem, Leclerc. Oder doch, weil Verstappen jetzt an ihm vorbeikommt gleich. Das wäre doch mal geil, wenn der bremst. Verstappen fährt voll drauf und Norris auch und ich fahre vorbei und ich bin dann der lachende Vierte. Der lachende Dritte, wenn man so will. Aber mit Leclerc stimmt irgendwas nicht. Ja, irgendwas stimmt mit Leclerc nicht. Achtung. Die Dreiertraube da vorne. Die 3 von der Tanke. So, jetzt wird es Leclerc an den Kragen gehen. Der wird wahrscheinlich sein Auto gleich irgendwo abstellen. Das ist natürlich auch gut für uns. Dann haben wir einen weiteren Konkurrenten auch in der Fahrerwertung mal ein bisschen in Schach gehalten. Aber noch bekommt er das verteidigt gegen Verstappen, aber nicht mehr lange. Spätestens auf der nächsten Start und Ziel dürfte es dann soweit sein. So, trotzdem hier aufpassen. Einen guten Exit haben wir. Dranbleiben und jetzt im Windschatten. So, jetzt aber. Jetzt ist Verstappen vorbei. Jetzt versucht das. Ich bleibe im Windschatten von Norris. Leclerc, ja, der wird jetzt sein Auto irgendwo abstellen. Achtung, mal gucken, was Norris jetzt macht gegen Leclerc. Ganz, ganz enges Ding. Hoffentlich dreht er mich hier nicht. Auf Bossen. Ah, und ich krieg sogar noch DRS. Warum steht da eine Runde? Nee. Ich krieg DRS sogar. Aber er auch. Okay, weil er halt näher an Leclerc dran war. Aber irgendwie scheint Leclerc doch nicht so große Probleme zu haben. Oder vielleicht werden die ja gleich noch größer, indem er vielleicht anfängt zu rauchen. Sein Auto im besten Fall fängt an zu rauchen. Weil den schnellsten Eindruck macht er jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr. Die anderen kommen auch immer näher ran. So, Leclerc, dann machen wir keinen Scheiß hier. Achtung. Oh, nicht drehen. Jetzt kommt Norris hier wieder vorbei. Ne, der drängt mich hier nicht zur Seite. Der drängt mich nicht zur Seite. Da war kurz die gelbe Flagge, weil ich im Kiesbett war. Und das hat Norris nach hinten gehauen. Das hat Norris ein bisschen nach hinten gehauen. Der hat ein paar Plätze verloren durch meinen Move. Naja, ich möchte andere nicht in Gefahr bringen, ne? So, Achtung, jetzt nehme ich aber gerade die Kurven ein bisschen zu extrem, muss ich sagen. Zu eng auch, teilweise. So, nächste Gelegenheit jetzt hier. Hinten müssen wir gucken auf Perez und auf Russell.
Aber der Leclerc, der hält das nicht mehr lange durch, ey. Den müssten wir eigentlich gleich... Warte mal, hier fahre ich noch nicht vorbei. Ah, jetzt aber. Jetzt hat er sich verbremst. Und jetzt müsste er, weiß nicht, entweder reinfahren oder... Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Das fühlt sich so an... Das fühlt sich so an, als würde er nur noch im 4. oder im 5. Gang fahren können. Irgendwie, also ganz, ganz merkwürdig. Oder irgendwie Getriebeprobleme. Jetzt wisst ihr mal, wie ich mich fühle, wenn ich Getriebeprobleme habe. Achtung. Aber das Gute daran ist, dass Leclerc die anderen noch ein bisschen von mir weghält. Die können ja momentan noch nicht an ihm vorbei, so recht. Wir pushen jetzt nochmal die eine Runde, dann gehen wir rein. Vielleicht mit Verstappen, vielleicht mit Sergio Perez, weiß ich nicht. Hier sieht man noch meine Spuren, glaube ich, vom Sand. Spuren im Sand, Achtung. Wieder gelbe Flagge. Irgendwo hat es wieder einen rausgehauen. Ah, das wird Leclerc wahrscheinlich sein, oder? Nee. Ah, Guanyu ist ausgeschieden, okay. Ah, jetzt. Jetzt kommt Safety Car, okay. Das ist natürlich jetzt gut für uns, weil wir fahren ja... Ja, alles gut. Und Schwarzmann ist auch ausgeschieden. Oh, gab es da eine Massenkarambolage? 2 Autos ausgeschieden, hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Aber gut für uns, das heißt, wir gehen jetzt in die Boxengasse rein. Wechseln dann die Reifen, aber die anderen halt auch. Ah, das ist doof. Die anderen gehen jetzt auch rein. Holen sich die frischen Reifen. Aber da muss ja da irgendwie ein Unfall passiert sein. Wenn Schwarzmann und Guanyu draußen sind. Das sind beides, glaube ich, Alpha-Fahrer, ne? Kann das sein? Alfa Romeo? Oder nicht? Nee, Daruvala ist Alfa Romeo und... Doch, irgendeiner von den beiden, naja. So, guter Boxenstopp. So, Virtual Safety Car ist zu Ende. Genau. Habe ich. So, Rennleitung gibt das Rennen wieder frei. Und jetzt ist halt die Frage, wie wirkt sich das jetzt aus auf den Rest des Rennens? Auf die anderen Boxenstops? Die waren natürlich jetzt noch nicht drin, ne? Ich war jetzt so der Einzige, der drin war. Die anderen bleiben alle noch 1, 2 Runden länger. Das könnte vielleicht auch Auswirkungen haben auf Verstappen. Ich war doch schon drin. Ich war schon drin, Kollegen. Da müsst ihr den falschen Funk erwischt haben. Die gehen jetzt nämlich alle nach mir. Aber das hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? So, Virtual Safety Car, das 2 ausscheiden, da hat es dann gekracht, die haben sich gedreht oder so, keine Ahnung. Da muss ja irgendwas passiert sein. Aber gut, jetzt geht die eine Hälfte, die überholen wir, und dann überholen wir die andere Hälfte. Und bei der anderen Hälfte ist Verstappen vielleicht mit dabei. Also Boxenstopp hat ja so ungefähr 23 Sekunden gedauert. Verstappen geht jetzt rein. Und dann mal schauen, wie gut er vorankommt. Oder gehen sie alle jetzt rein? Nee. Das geht ja nicht. Oder die halten halt alle hintereinander an. So, und jetzt. Draußen ist ein Mercedes und ein McLaren. Und wir überholen sie jetzt hier alle nach der Reihe. Da sind ganz schön viele Autos drin. So, wir kommen hinter Verstappen wieder raus. Dann war Sergio... Genau, Verstappen ist reingefahren. Sergio Perez war draußen. Wir sind jetzt auch näher dran an ihm, weil er musste ja in der Virtual Safety Car Phase langsamer fahren. Also es spielt ja alles uns ein bisschen in die Karten, würde ich doch sagen. Dass wir jetzt hinter Verstappen sind. Dass Russell 7 Sekunden hinter uns ist natürlich auch nochmal ein richtig gutes Zeichen. Und wir müssen das jetzt genießen, wir müssen das jetzt ausnutzen. Wir müssen eigentlich an Verstappen noch vorbei. Und da Red Bull ja eh nicht mehr das stärkste Auto hat, also laut Leistungsvergleich her, wäre da eigentlich realistisch was drinne. Vorne ist jetzt noch Stroll, schätze mal Ocon und dann noch Hamilton. Und dann werden die letzten Runden noch spaßig. Aber gut, die gehen jetzt rein. Magnussen ist jetzt ganz hinten, aber der wird jetzt auch noch ein bisschen aufholen.
Wie kann ich mich vorne ranpirschen? Ich habe nur eine DRS-Zone auf Start und Ziel. Aber hier scheinen wir ein bisschen Zeit gut zu machen. Hier kommen wir schneller durch als die KI. So, Achtung, nicht abkürzen. Auch ganz entscheidend. Dafür ziehen sie hier dann wieder ein bisschen weg. Und der Rest ist jetzt auch drinne. Ach, ich gehe nochmal rein? Stopp mal. Ich gehe nochmal rein? Hä? Ne, das mache ich nicht. Das ist ja völlig banal. Warum soll ich denn nochmal reingehen? Ich habe doch schon von Softs auf Medium gewechselt. Warum soll ich denn jetzt nochmal reingehen? Das ist ja ein bisschen Käse. Das mache ich nicht. Oder gehen die anderen auch nochmal rein? Nee. Ich bin ja jetzt reingegangen. Moment mal. Ich bin jetzt reingegangen wegen... Nee, weil ich... Die normale Boxenstopp-Strategie war ja nach 6 Runden, glaube ich. Da bin ich rein. Und in der Runde war halt gerade das Virtual Safety Car. Aber dafür kann ich ja nichts. So, und warum soll ich dann jetzt nochmal auf Soft wechseln? Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Dann verliere ich ja ganz schön viele Plätze. Das mache ich nicht. Also da hat mein Team irgendwie sind so ein bisschen durcheinander gekommen. Ich brauche ja keine 2-Stopp-Strategie. Also, außer ich habe mich irgendwie am Frontflügel mal verletzt oder ich fahre nur noch mit 3 Reifen rum, dann ja, aber im besten Fall fahre ich das Rennen jetzt auf diesen Mediums hier zu Ende oder geht Verstappen hier jetzt auch nochmal rein. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Aber ich glaube nicht. Warum sollte er denn? Ist ja völlig bekloppt. Der wird ja jetzt nicht freiwillig seinen zweiten Platz hergeben. Das würde auch sehr wenig Sinn ergeben. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir den ersten Platz verteidigen. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Oder kriege ich noch eine Strafe? Nee, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder eine Strafe kriege. Aber ich war ja schon einmal drin. Also ist mir die Strafe auf jeden Fall schon mal nicht mehr anzuhängen. Achtung. Jetzt kann ich mich nur noch durch mein eigenes Fahren hier, mein eigenes Fahrverhalten in Bredouille bringen. Und das möchte ich jetzt gerne noch 3 Runden lang verhindern. Das wird ganz, ganz extrem jetzt gegen Verstappen. Also einen Podiumsplatz sollten wir sicher haben, wenn jetzt nichts mehr schief geht. Dann müssten wir hier zumindest einen Podiumplatz sicher haben. Vielleicht den sogar ersten Platz. Zweiter mindestens. Hier müsste ich halt mal schneller rumkommen. Ne? Das ist halt auch so eine Stelle. Tja, dann muss ich ja alles rausholen. Wir haben mal ein sehr ereignisreiches Rennen. Von der 6 gestartet, gut überholt eigentlich, gut im Rennen drin gewesen. Dann muss man auch wieder sagen, das Glück auf unserer Seite mit dem Safety Car. Dass sich Schwarzmann und Guanju rausgeworfen haben. Und hier gewinne ich halt auch wirklich. Müssen wir mal auf die Sekunden. Hier gewinne ich fast 0,3 Sekunden. Aber nee, die blauen Strich könnte wegmachen. Ich gehe nicht rein. Das müssen sie doch aber von selber sehen, dass das völlig unlogisch wäre, wenn ich jetzt reingehe. Warum soll ich mir extra nochmal Softs holen, um die schnellste Runde zu holen? Die habe ich doch schon. Und die anderen auf Mediums, weiß ich nicht, ob die nochmal eine schnellste Runde hinkriegen. Das läuft jetzt hier darauf hinaus, dass ich gegen Verstappen Platz 1 ausmache. Im besten Fall ich. Dann hätte ich ein bisschen in der Gesamtwertung auch aufgeholt, aber wirklich nur ein ganz, ganz bisschen. Dafür hätte Verstappen halt ausscheiden müssen, ne? Oder hätte er vielleicht in den Unfall verwickelt sein sollen müssen können. Und einmal mit Sergio Perez die Position tauschen. Wäre auch nicht verkehrt. So, 0,6, 0,5. So, hier gut durchkommen. Achtung auf den Curb. Und jetzt Vollgas geben auf diese langen Geraden. Warum sie hier nicht noch eine DRS-Zone gemacht haben, verstehe ich nicht. Guck mal, die hätten doch zumindest von hier, zack, wenigstens noch bis zur Kurve vorne. Ich meine, na gut, ich glaube, in der Kurve darfst du es nicht machen, aber es ist zu gefährlich. Ich meine, da mal was gelesen zu haben. Dass man DRS wirklich nur auf kerzengeraden Abschnitten machen darf. So. Wehe, das gibt eine Strafe. Ich habe immer noch so ein bisschen Schiss, dass da von der Rennleitung gleich kommt. Oh, sie haben aber anstatt einem nur
oder beziehungsweise anstatt 2 nur einen Boxenstopp gemacht, weil wenn die Safety-Car-Phase ist, dann zählt das nicht. Aber das würde mich gerne mal interessieren, was dahinter steckte, dass sie mich nochmal reinschicken wollen. Da ist irgendein System hinter. Und zur Not waren es immer die Amerikaner, immer. Zur Not sind es entweder die Deutschen Etwa 3 Runden kommt ihr mit dem Benzin noch aus. oder die Amerikaner sind schuld. Immer einer von beiden, sonst war es keiner. Immer die Deutschen oder die Amerikaner. Es fühlt sich aber wirklich nicht so an, als ob Red Bull wirklich so Druck machen könnte wie noch am Anfang der Saison. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier, ja weiß nicht, unter Stress, unter Druck stehe. Irgendwie machen die gar nicht so viel Druck. Aber vielleicht kommt das jetzt in der letzten Runde und ich habe den hier groß angekündigt. So, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Angriffsversuch, Verstappen. Jetzt wird das nochmal versuchen, ja. Aber ich wehre mich. 0,16. Und jetzt müssen wir eigentlich wieder ein bisschen mehr Vorsprung haben. 0,3. Ihr seht, der wächst rapide an. So, eine Runde noch. Eine Runde noch hier in Japan und das wäre ein grandioser Sieg. Der nächste Sieg mal wieder. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Vor Hamilton, vor Russell, aber natürlich gehört da auch ganz klar mit rein, dass wir durch das Safety Car einen Vorteil hatten. An Verstappen näher rangekommen sind, den dann überholt haben. Da versagt mir schon meine Stimme. Und dann geht's weiter. Dann sind es noch ein paar Rennen. Wenn die anderen Rennen auch so ähnlich ausgehen und vielleicht Verstappen irgendwann mal in einen Unfall verwickelt ist, dann garantiere ich da auch für nichts. So, aber er wird es jetzt natürlich nochmal versuchen. Er hat noch 2 längere Abschnitte, wo er es versuchen kann und auch versuchen wird. Achtung, hier ist zum Beispiel einer. Das brauche ich jetzt aber gar nicht versuchen. So, 0,4 Sekunden Vorsprung, 0,5. Bisschen Abstand gewonnen, das war ganz gut. Und jetzt ist halt hier die letzte lange Gerade noch gefährlich, aber das sollten wir auch irgendwie hinkriegen. Zur Not verteidige ich das jetzt, wie ihr das von mir gewohnt seid, mit Mann und Maus. 0,269, so jetzt. Verstappen, jetzt oder nie. Ich würde sagen, jetzt oder nie. Er versucht's, links vorbeizuziehen, schafft er nicht, weil da kommt die Kurve. Und das sollte für mich reichen, genau. 0,5 Sekunden. Ihr seht, wie groß der Abstand wieder wird. Innerhalb von wenigen Zehntelsekunden. Und das ist der Sieg in Japan. Super Rennen. Bisschen Glück gehabt mit dem Safety Car, aber das braucht man auch mal. Sehr gut. Absolute Spitzenklasse. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Super gemacht. Das war die Entscheidung. Ein starker Sieg hier auf der bei den Fahrern beliebten, anspruchsvollen Strecke von Suzuka. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Wir haben heute wieder ein großartiges Rennen erlebt und einen noch großartigeren Sieg von Haas. Die Fahrer nehmen gerade ihre Podiumsplätze ein und das Team wird mit dem heutigen Resultat extrem zufrieden sein. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an.
dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Für mich ist das heute die einzig wahre. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine klare Angelegenheit sein, aber schauen wir uns dennoch mal die Tabelle an. Und wir sehen, dass Red Bull nach einem langen und harten Kampf diese Saison einen weiteren Titel einstreicht. Die haben dieses Jahr ein erstaunliches Auto gebaut und der Ruhm, den sie nach Milton Keynes bringen, ist völlig gerechtfertigt. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. So, und jetzt machen wir einen Punkt, ey, das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, ich erzähle schon viel, aber die erzählen ja mehr. Also Mercedes natürlich gewonnen, dadurch, dass Leclerc, ja, viele Plätze verloren hat. Der hat halt, ja, auch mal einen schlechten Tag erwischt. Sainz auch unter anderem von der 4 auf die 11. Da muss er ja auch irgendwie mal in eine Kollision verwickelt worden sein. Magnussen. Und die haben hier gar keine Stops gemacht. Ah ja, weil die ausgeschieden sind. Ha, erstmal gucken. Ich habe mich gerade schon gewundert, hä? Warum haben die keine Stops gemacht? So, 68 Punkte nur noch. Das ist klar auch noch aufzuholen. Aber dazu müsste Verstappen auch mal ein bisschen schlechter fahren in den nächsten Rennen. Da scheint Red Bull dann auch gewonnen zu haben. 224 Punkte Vorsprung. Ich glaube, das, ja... Ich bin jetzt nicht der Beste im Kopfrechnen, aber es sollte irgendwie hinhauen. So, Rennleitung, mal gucken. Ereignisse. Was war denn? Mechanisches Versagen, okay. Und dann bei Robert Schwarzmann eine Kollision mit Latifi. Und dann ist der ihm wahrscheinlich hinten drauf gefahren. So würde ich jetzt mal von Weitem sagen. Und dann wollten die mich wirklich nochmal reinschicken. Warum? Ist doch alles gut gewesen. Wenn ich auf Softs gewechselt hätte, das hätte gar keinen Sinn ergeben. Naja, egal. So sieht's aus. Super Rennen. Glück gehabt mit dem Safety Car. Aber auch das brauchen wir mal wieder. Und was natürlich doppelt gut tut, ist hier die Rivalität mit Hamilton. Überspringen wir mal schnell. Das war ja auch vorher schon klar im Rennen, dass wir das gewinnen werden. Tja, ihr seht, wenn das jetzt noch ein, zwei Mal vorkommt. Also ich weiß nicht, was die Saison noch für uns bereithält. Wir haben jetzt noch 5 Rennen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Gut, Ressourcen kriegen wir jetzt auch weiterhin mit dazu. Ich weiß nicht, ob nochmal irgendwie was geupgradet wird. Vielleicht von alleine. Pirelli Hotlap, ach hier, Marketingabteilung. Marketingabteilung braucht hier Hilfe bei einer Entscheidung. Das Marketing-Team will einen exklusiven Artikel für den nächsten Grand Prix in unsere Fanartikelreihe. Sie fragen, was für einen Artikel du dir wünschen würdest. Regenjacke, T-Shirt oder ignorieren. Unsere Produktreihe ist groß genug, wir brauchen keine Sonderartikel. Naja, in Amerika, bei heißem Wetter, glaube ich nicht, dass jemand eine Regenjacke braucht. Ich würde sagen, wir nehmen hier T-Shirts. Geringe Kosten, geringes Risiko. Genau. Danke für deine Hilfe. Würde ich auch machen. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber ich würde persönlich sagen, es würde mehr Sinn ergeben, wenn man in Amerika, wo es heiß ist, Shirts verkauft. Nennt mich Marketing-Experte, nennt mich, was weiß ich, bester Verkäufer EU-West, aber eine Regenjacke ergibt da für mich wenig Sinn. Außer es würde ausgerechnet am Renntag regnen. Aber so vorhersehbar ist das Wetter dann doch. Und ich gehe mal fest von aus, dass wir auch wieder sonniges Wetter haben. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Klar, ich fahre nicht gerne im Regen, ne? Also ich möchte es jetzt nicht herbeirufen, aber wir sind wirklich jedes Rennen bislang im Trockenen gefahren und immer bei Sonnenschein. Nie bei Regen. Ich habe aber, glaube ich, auch dynamisches Wetter eingestellt. Na gut, also schauen wir uns hier nochmal um. Das ist halt für mich das Wichtigste hier. Guck, wir sind halt immer noch hinter Alfa Romeo. Wir dürften eigentlich kein einziges Rennen gewinnen. Laut diesem Ding hier. Die Nachricht kriege ich jetzt auch schon seit ungefähr 10 Rennen. Und ich kann leider hier zwar auf die Beschreibung gucken, aber ich kann hier in den einzelnen Bereichen, da kann ich nicht schauen, auf welchem Platz ich bin. Und das habe ich sonst immer gekonnt, wenn ich denn das Teil upgraden konnte. So, hier, da kann ich nichts machen. Hier kann ich auch mal schauen, wann hier das nächste Upgrade fertig wäre, von alleine. 26. Oktober. Aber es ist noch September, ne? Glaube ich. Ich glaube, der 20. September haben wir jetzt. Dann müssen wir noch einen ganzen Monat warten. Und hier halt genauso. Einrichtungsstufe. Da müssen wir echt aufs nächste Jahr warten. Das wird auch dann Ende Oktober fertig. Ich lasse mich überraschen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist denn von alleine vielleicht mal hier was wieder? Nee, guck mal. Wir sind seit dem Frankreich-Rennen geradewegs auf der 800. Schnurstracks oder kerzengerade auf der 800.
Und die wirklich wissen, was gut gemacht haben, ist echt Alpine. Alpine hat mit den größten Entwicklungsschub gemacht und Mercedes auch schon seit ein paar Rennen. Red Bull, ja, die auch nicht mehr so ganz. Also sehr, sehr interessant, wie das dann vor allem auch nächste Saison weitergeht. Hamilton hat schon eine Fahreranerkennung von 20, wir 17, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ich höre jetzt auf zu erzählen. Wenn ihr meine nächsten Rennen gerne weitersehen wollt, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst gerne ein Abo da, ein Like, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder in Austin. Macht's gut, ciao, ciao.